Herzlich willkommen zur dritten Episode von Andermatt Urserental Tourismus. Heute dreht sich alles um dünne Pneus und atemberaubende Aussichten. Die Ferienregion Andermatt ist nämlich der ideale Aufenthaltsort für Rennvelo-Fans. Die Ferienregion Andermatt ist umgeben von 8 Alpenpässen. Vom Gotthard, vom Furka, Oberalp, Susten, Grimsel, Nufene, Lukmanier und vom Klausenpass. Das bietet natürlich zahlreiche Möglichkeiten, wenn man das Gebiet auf 2 Rädern erkunden will. Eine riesige Aufwertung für Velofahrer hat es gegeben, dadurch der Veloweg von Göschenen nach Andermatt seit 2019 anders geführt wird. Das macht die Anreise um einiges sicherer und attraktiver, da man jetzt weg vom Verkehr auf der Hauptstrasse durch die Schöllen fahren kann. Einen kurzen Teil des Weges kann man auf einem markierten breiten Velostreifen zurücklegen und den Rest auf einem Veloweg, der über die Galerie führt. Oben angekommen lohnt sich immer ein Blick in die Tosenschlucht. Wichtig ist, dass aus Sicherheitsgründen der Veloweg nur bergwärts befahren werden darf. Es gibt viele lohnenswerte Rennvelotouren in der Ferienregion Andermatt. Gerne stellen wir euch 3 von unseren Favoriten vor. Das Spezielle an diesen Touren ist, dass sie alle in Andermatt starten und enden, über 3 Pässe führen und durch 3 Kantone gehen. Die kürzeste Tour mit 107 km und 3150 Höhenmeter ist 3 Pässefahrt über den Furka, Nufene und den Gotthardpass. Von Andermatt geht es zuerst über den Furka-Pass. Dann folgt eine lange Abfahrt ins Gommertal, bevor es auf 2478 Meter auf den Nufene-Pass geht. Das ist der höchste Punkt dieser Tour. Vom Nufene geht es dann talwärts auf Airolo ins Tessin. Der letzte Pass ist der Gotthardpass. Auf der alten Strasse La Tremola geht es bis zur Passhöhe. Die letzte Abfahrt führt über Hospital zurück nach Andermatt. 122 km und 3500 Höhenmeter sind die Eckdaten der zweiten Tour. Von Andermatt geht es zuerst auf den Sustenpass. Vorbei am Steingletscher nach Innertkirchen und dann wieder aufwärts bis auf den Grimselpass. Über viele Kehre geht es nach Gletsch und dann folgt die letzte Steigung zum Furka-Pass. Eine Abfahrt durch die malerische Landschaft zurück auf Andermatt ist Belohnung für die anstrengende Tour. Für die Hargsottenen haben wir eine Tour mit 166 km Distanz und 3265 Höhenmeter. Sie führt von Andermatt über den Oberalp, Lukmanier und Gotthardpass. Ab Andermatt geht es zuerst auf den Oberalp. Vorbei am Leuchtturm beim See und weiter durch zur Selva auf den Lukmanier. Dann folgt eine Abfahrt bis Biasca, wo einem Tessiner Grotti und italienisches Flair erwartet. Von Biasca geht es auf Airolo zur Biotina-Schlucht. Der letzte Anstieg auf den Gotthard geht über Tremola und nach der Passhöhe zurück auf Andermatt. Alle Angaben zu diesen 3 Touren sowie Informationen zu allen weiteren Alpenpässen in der Ferienregion Andermatt findet man auf der Webseite fascinationalpenpässe.ch. Zum Schluss dieser Episode noch ein paar wichtige Hinweise. Die Alpenpässe haben in der Regel von ca. November bis Mai Wintersperre. Normalerweise liegt in den Monaten Mai und Juni trotz Passöffnung noch Schnee auf den Pässen. So herrschen auch oft erfrischende Temperaturen. Es ist wichtig, dass man sich vor jeder Tour über aktuelle Strassenzustände informiert. Rennvelofahren macht natürlich hungrig. Man kann sich auf allen Passhöhen in der Region in einem Restaurant verpflegen, aufwärmen und ausruhen, bevor die Tour weitergeht. Und für alle, die lieber mit den dicken Pneus unterwegs sind, gibt es die Möglichkeit, das Mountainbike mit dem Postauto auf die einzelnen Pässe zu transportieren und dann die Abfahrt über einen Trail zu genießen. Für so Touren gibt es übrigens ein spezielles Billett, nämlich den Bikepass St. Gotthard. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen guten Velosommer!